Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich meine eigene Instant-Gemüsebrühe zubereite. Dabei werdet ihr sehen, wie einfach das ist und dass diese an Geschmack und Gesundheit der herkömmlichen Gemüsebrühe weit überlegen ist. An Gemüse habe ich jetzt einfach verwendet, was ich gerade zu Hause hatte, aber gerade dieses Gemüse und die Kombination davon zusammen mit dem fermentierten Gemüse, was ich am Ende auch noch hinzugeben werde, ergibt diesen ganz besonders leckeren Geschmack, sodass man dieses Instant-Gemüsebrühepulver nicht nur für eine Gemüsebrühe benutzen kann, sondern auch als Gewürzmittel. Ich benutze hier nur Biogemüsebrühe, versteht sich von selber. Wie wir sehen, haben wir eine ganze Paprika benutzt, einige Bio-Karotten und die habe ich alle nicht geschält, natürlich einige Bio-Zwiebeln. Alle Zutaten werden grob gewürfelt, in eine Schüssel gegeben und am Ende werden wir das mit einer Küchenmaschine dann pürieren. Wir sehen, Knoblauch kommt auch noch hinzu. Dann habe ich relativ viele Tomaten hinzugegeben, weil die geben auch einen ganz leckeren, süßlichen, pikanten Geschmack ab. Ferner habe ich noch Stangensellerie hinzugegeben. Gerade beim Stangensellerie ist es immens wichtig, dass man hier auf Bioqualität achtet, denn herkömmlicher Stangensellerie ist mit enorm vielen Pestizidrückständen belastet. An Kräutern habe ich hier mein selbstgezogenes Erbsengrün benutzt. Mein Video zum selberziehen von Erbsengrün, das kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Dann habe ich hier noch den letzten Rest meiner eigenen Petersilie vom Balkon hier benutzt. Man kann natürlich mehr verwenden. Man könnte auch Liebstöckel zum Beispiel noch an Kräutern verwenden. Das war jetzt alles, was ich an Gemüse hier benutzt hatte. Das kommt jetzt nach und nach in meine Küchenmaschine und wird einfach hier ganz klein gehäckselt, bis alles Gemüse fast püriert ist. Je kleiner es eben gehäckselt wird, umso besser kann man es hinterher verarbeiten bei der Trocknung, wie ich finde. Ich hatte dann hier noch etwas von meiner Natursalzsole hinzugegeben, einfach um das Ganze besser zu pürieren. Zwar entsteht dann so und auch durch die Tomaten und das Salz, das wir später hinzugeben werden, eine Menge an Flüssigkeit. Aber das macht nicht so viel aus, denn im Trockner, also im Dörrautomat, wird das alles wieder trocknen. Und den Dörrautomaten kann man wirklich lange genug laufen lassen, mindestens 48 Stunden oder sogar länger, denn der verbraucht nur sehr wenig Energie. Und dadurch, dass das Gemüse so ganz klein gehäckselt wird und fast sogar püriert, wird es hinterher im Dörrautomat gleichmäßiger und einfacher getrocknet. Sobald wir dann alles hier jetzt durchpüriert haben, werden wir noch das fermentierte Gemüse hinzugeben. Das wertet nicht nur den gesundheitlichen Nutzen noch enorm auf, sondern auch vor allem den Geschmack. Denn diese säuerlich-pikante Geschmacksnote in Kombination mit dem Gemüse und den Gewürzen führt zu diesem ganz besonders leckeren Geschmack. An Gewürzen habe ich dann noch Kräuter der Provence, etwas Muskatpulver und etwas getrocknetes Knoblauchpulver hinzugegeben, abgesehen natürlich von dem Himalaya-Salz, was in relativ großen Mengen hinzukommen wird. Denn das führt zum einen dazu, dass das Gemüsepulver ein richtig köstliches Gewürz wird und zum anderen, dass das Gemüse gut ausgelaugt wird beim Trocknen, denn das Salz zieht ja das ganze Wasser heraus. Und dann geben wir noch frisch gestoßenen Biopfeffer hinzu. Jetzt wird einfach alles gut durchgemischt. Und als letztes habe ich noch etwas von meinem Xylit hinzugegeben, denn die süße Note darf da auch nicht fehlen in diesem leckeren Gemüsebrühepulver. Und jetzt wird die ganze Masse einfach auf den Dörrautomaten gelegt. Ich habe hier 3 Stufen und dann werden wir einfach alles hier so lange dörren. Bei mir hat das ungefähr 48 Stunden oder auch etwas länger gedauert. Den Dörrautomaten stellen wir genau auf 70 Grad Celsius, also auf die höchste Stufe, damit der Trocknungsprozess nicht ganz so lange dauert. Zwar werden dadurch natürlich viele Vitamine zerstört, aber die werden es ja sowieso, wenn man die Gemüsebrühe dann zum Kochen benutzt oder zum Würzen beim Kochen. Allerdings kann man das Gemüsebrühe auch für die Rohkostküche benutzen, denn einige Vitamine bleiben trotzdem erhalten, die Mineralstoffe sowieso und auch das fermentierte Gemüse hat seinen gesundheitlichen Nutzen. Wir sehen, das Gemüse ist jetzt schon fast trocken. Jetzt werden wir halt diese Backpapierfolie entfernen und das Ganze nochmal ein paar Stunden trocknen, dass wirklich alles letztendlich wirklich komplett trocken sein wird. Und nach einigen Stunden ist dann wirklich alles restlos trocken, sodass wir das Ganze dann in eine Schüssel geben können und jetzt diese Stücke nochmal wieder in der Küchenmaschine klein mahlen werden, wonach wir sie dann nochmal mit einer Gewürzmaschine zu Pulver vermahlen werden. Zuerst habe ich also nochmal wieder diese Küchenmaschine benutzt, einfach um die ganzen Sachen etwas kleiner zu vermahlen, bevor ich am Ende dann noch die Gewürzmaschine benutzt habe, um das Ganze zu einem feinen Pulver zu vermahlen.
Hier sehen wir schon, dass es relativ fein ist, aber eben noch nicht fein genug, wenn man es jetzt als Gewürz zum Beispiel benutzen möchte. Und dieses Gemüsepulver als Gewürz hat es einfach in sich. Subhanallah, ein Gewürz, was einfach jede Speise aufpeppt und zu jedem Gericht passt, für Soßen, für Suppen verwendet werden kann, als Gemüsebrühe an sich. Und mit herkömmlicher Instant-Gemüsebrühe kann es nicht im Entferntesten mithalten, was den Geschmack betrifft. Denn genau dieses Gemüsepulver hat einen unverwechselbaren, köstlichen Geschmack, den man nirgends sonst findet. MashaAllah. Und was den gesundheitlichen Nutzen dieser Gemüsebrühe betrifft, so ist dieser natürlich einer herkömmlichen Gemüsebrühe weit voraus. Denn zum einen beinhaltet es keine ungesunden Zusatzstoffe wie Glutamat, Hefe, Geschmacksverstärker, Zucker, künstliches Jod, giftiges Speisesalz, künstliche Aromen und so weiter. Stattdessen besteht es aus ausschließlich gesunden, natürlichen Zutaten wie eben das Biogemüse, das fermentierte Gemüse, Himalaya-Salz und Xylit. Die Gemüsebrühe, die man daraus herstellen könnte, wirkt sich enorm positiv auf den pH-Wert des Körpers aus, denn das basische Getränk wirkt einer Übersäuerung des Körpers entgegen. Eine solche Gemüsebrühe könnte man während einer Entgiftungskur benutzen. In der kalten Jahreszeit könnte man sein Immunsystem damit optimal unterstützen und stärken, und bei Müdigkeit, Energielosigkeit oder einer sich anbahnenden Erkältung würde man die belebende und kräftigende Wirkung einer Gemüsebrühe unmittelbar spüren. Durch das sanfte Köcheln solch einer Gemüsebrühe mit verschiedenen Gemüsesorten lösen sich die darin enthaltenen Nährstoffe und bilden den Kern der nährenden Wirkung dieser Brühe. Alles Gründe, der guten, alten, gesunden Gemüsebrühe wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ideal wäre es, dieses Pulver in einem dunklen Glas aufzubewahren, wie hier in diesem Fall zu sehen ist, damit die Vitamine, die noch relativ zahlreich enthalten sind in diesem Pulver, weitgehend unbeschadet bleiben und damit sich dieses gesunde und köstliche Gemüsebrühe-Pulver auch möglichst lange hält. Aber wer kein dunkles Glas hat wie hier jetzt, ich hatte nur dieses eine, da gibt es eben ein ganz normales Glas. Wichtig ist dabei natürlich dann nur, dass es im dunklen Küchenschrank aufbewahrt wird. Auf diese Weise wird dieses leckere Pulver mindestens 2 Monate lang haltbar sein. Damit haben wir jetzt ein gesundes und überaus köstliches Gemüsebrühepulver selber erstellt. MashaAllah. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen, und wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann teilt es mit euren Freunden und Bekannten. Gebt mir einen Daumen nach oben und vergesst nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.